Warren Buffett geriet in den letzten Wochen vermehrt in die Schlagzeilen. Der 94-jährige CEO des Unternehmens Berkshire Hathaway verkauft im 4. Quartal in Folge Anteile seiner Apple-Position. An dieser Stelle stellt sich natürlich vielen die Frage, warum der wohl beste Investor aller Zeiten das genau jetzt gerade tut. Um das besser verstehen zu können, müssen wir zurückreisen in das Jahr 2016, wo Warren Buffett im 1. Quartal angefangen hat, seine Apple-Position aufzubauen. Im Q1 2016, wo Warren Buffett anfing, seine Apple-Position aufzubauen, handelte das Unternehmen zu einem Price-to-Earnings-Ratio von etwa 9 und einem Price-to-Free-Cashflow-Ratio von etwa 7,7. Das sind Bewertungen, die man sich in der heutigen Zeit kaum noch vorstellen kann für so ein Unternehmen. Dabei muss man auch immer noch im Hinterkopf behalten, dass Apple zu diesem Zeitpunkt im Schnitt in einem zweistelligen Prozentbereich gewachsen ist. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Warren Buffett zu diesem Zeitpunkt einen unfassbar günstigen Preis für ein wundervolles Business gezahlt hat. Bis zum 3. Quartal 2018 kaufte Warren Buffett weiter fleißig Apple-Aktien nach, was seine Gesamtposition auf 25,79% des damaligen Portfolios anwuchsen ließ. Danach vergingen 6 Jahre ohne weitere Aktivitäten rund um die Apple-Aktie, bis Warren Buffett plötzlich im 4. Quartal 2023 anfing, Anteile seiner Apple-Position zu verkaufen, welche nach dem Verkauf immer noch 49,77% seines Gesamtportfolios ausmachte. Und ab diesem Zeitpunkt wurde es dann so richtig interessant. Apple hatte zu diesem Zeitpunkt eine Marktkapitalisierung von rund 3,14 Billionen US-Dollar erreicht. Zudem war das Unternehmen 32,07 mal Gewinn und 30,94 mal Free Cashflow bewertet. Und das Ganze trotz eines Umsatzwachstums im einstelligen Prozentbereich. Das Ganze ist aber noch gar nicht die Spitze der Fahnenstange. Heute liegen die Bewertungen von Apple bei 39,97 mal Gewinn und 33,99 mal Free Cashflow, wobei das Wachstum weiterhin im einstelligen Prozentbereich liegt. Wenn man das Ganze ins Verhältnis setzt zu den Bewertungen von 2016, ist Apple nun inzwischen etwa 4-mal so teuer. Und das, obwohl das Wachstum 2016 noch im zweistelligen Prozentbereich lag. Und das Ganze passierte, während die United States Interest Rates auf 5,5% gestiegen sind, was den Druck auf den Konsumenten und den Aktienmarkt im Normalfall erhöhen sollte. Das hat Warren Buffett dann wohl dazu bewegt, Anteile seiner Position nach und nach zu verkaufen. Denn die Zinserträge, die er auf sein Geld bekommt, sind höher als die zu erwartenden Wachstumsraten des Unternehmens und das bei fast keinem Risiko.